Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Lauren Graham, bekannt aus der ikonischen Rolle der Lorelei Gilmore in der beliebten Fernsehserie Gilmore Girls, präsentiert mit Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl, eine amüsante, tiefgründige und sehr persönliche Sammlung von Essays. Dieses Buch entführt die Leserinnen und Leser in Grahams Leben, sowohl hinter den Kulissen von Stars Hollow als auch in die Höhepunkte und kleinen Momente ihres beruflichen Werdegangs. Offen, humorvoll und reflektiert teilt Graham ihre Erfahrungen am Set, persönliche Herausforderungen und ihre Beziehungen zu anderen Schauspielern. Diese Essays sind nicht nur ein Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten TV-Serien, sondern bieten auch spannenden Lesestoff für Fans von Lauren Graham und allen, die sich für das Schauspielerleben interessieren. Die Autorin hat ein Gespür für unterhaltsame Anekdoten, die immer wieder auf die Werte von Freundschaft, Authentizität und Selbstfindung zurückführen. Besonders faszinierend ist Grahams Fähigkeit, autobiografische Details mit popkulturellen Referenzen zu verweben, wodurch sie sowohl eingefleischten Fans als auch neuen Lesern einen Zugang zu ihrer Welt ermöglicht. Einmal Gilmore Girl. Immer Gilmore Girl ist somit nicht ausschließlich ein Buch für Serienliebhaber, sondern für all jene, die sich von inspirierenden Lebensgeschichten begeistern lassen möchten. Mit witzigem Stil und ehrlicher Offenheit macht Graham ihre Memoiren zu mehr als einer bloßen Hommage an Gilmore Girls. Sie öffnet ein Fenster in ein Leben, das durch Leidenschaft, Mut und eine große Portion Humor geprägt ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Das Leben am Set von Gilmore Girls. Lauren Graham gewährt in ihrem Buch intime Einblicke in den Alltag am Set von Gilmore Girls. Sie berichtet über den straffen Drehplan, die Herausforderungen, komplexe Dialoge in einem hohen Tempo zu sprechen und den ganz eigenen Mikrokosmos, der sich um die Serie gebildet hat. Für viele Fans war Stars Hollow eine zweite Heimat, aber für Graham war es auch Arbeitsplatz, Bühne und Spielplatz. Sie reflektiert die besondere Chemie zwischen Darstellerinnen und Darstellern, den Einfluss der Drehbuchautoren und wie die Arbeit an der Serie sie persönlich und beruflich prägte. Besonders eindrücklich beschreibt Graham, wie sie mit den Erwartungen der Fans und dem wachsenden Medieninteresse umgegangen ist. Außerdem teilt sie Anekdoten, die verdeutlichen, wie das Teamgefühl und die enge Bindung unter den Schauspielern zu einem authentischen Serienerlebnis beigetragen haben. Diese persönlichen Erfahrungsberichte lassen sowohl nostalgische Gefühle als auch neue Perspektiven auf eine der beliebtesten Serien der 2000er Jahre aufleben. Die Leser bekommen einen Eindruck davon, was es bedeutete, Teil dieses einzigartigen TV-Phänomens zu sein. Zweitens. Die Rolle von Lorelei Gilmore in Grahams Leben. Ein zentrales Thema von Lauren Grahams Memoiren ist die nachhaltige Wirkung, die die Rolle der Lorelei Gilmore auf ihr eigenes Leben hatte. Graham schildert, wie sehr sie sich mit ihrer Figur identifizieren konnte und wie sie deren Humor, Durchsetzungsvermögen und Unabhängigkeit übernommen hat. Sie erklärt, dass Lorelei Gilmore nicht nur eine Fernsehfigur ist, sondern auch ein Vorbild für moderne Frauen. Selbstbewusst, fleißig, liebevoll und mit einem Sinn für Selbstironie. Graham reflektiert, wie diese Rolle sie privat verändert und ihr Selbstverständnis neu definiert hat. Die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter in der Serie ließ sie das Thema Familie neu betrachten und brachte sie dazu, ihre eigenen Beziehungen zu hinterfragen. Graham spricht ehrlich darüber, welche Herausforderungen es mit sich brachte, dauerhaft mit einer so prägenden Figur assoziiert zu werden. Dennoch sieht sie Lorelei Gilmore als eine Bereicherung und Inspirationsquelle, die ihr geholfen hat, schwierige Momente im Leben mit Humor und Elan zu meistern. Diese Reflexion macht deutlich, wie sehr Schauspiel und persönliches Leben miteinander verwoben sein können. Drittens. Wiederbelebung und die Rückkehr zu Gilmore Girls. Die Neuauflage von Gilmore Girls, das Revival durch Netflix. Jahre nach dem ursprünglichen Serienfinale nimmt einen zentralen Platz in Grahams Erzählungen ein. Sie beschreibt ausführlich die emotionalen Achterbahnfahrten bei der Rückkehr ans Set und das Wiedersehen mit alten Kollegen. Die Herzogenauracher erinnert daran, wie herausfordernd und gleichzeitig euphorisierend es war,
erneut in die vertraute Rolle und die Geschichten von Stars Hollow einzutauchen. Graham zeigt auf, wie die Themen der Wiederbelebung, Nostalgie, Abschluss alter Kapitel, Veränderungen nicht nur in der Serie, sondern auch in ihrem echten Leben eine Rolle spielten. Sie diskutiert den Druck, die Erwartungen der Fans zu erfüllen und die Verantwortung, dem Erbe der Serie gerecht zu werden. Darüber hinaus beleuchtet Graham ihre persönliche Entwicklung zwischen dem Serienende und dem Revival, wie sie in anderen Karrierebereichen gewachsen ist und dennoch immer mit Gilmore Girls verbunden blieb. Für die LeserInnen bieten diese Abschnitte faszinierende Einblicke in die Dynamik von Neuauflagen geliebter Fernsehformate und die emotionale Tiefe, die die Rückkehr zu alten Projekten mit sich bringt. 4. Persönliche und berufliche Herausforderungen. Lauren Graham erzählt offen über die Schwierigkeiten, die sie im Laufe ihrer Karriere erlebt hat. Von Absagen bei Castings über Selbstzweifel bezüglich ihres Könnens bis hin zu der Herausforderung, nach dem Erfolg von Gilmore Girls nicht auf eine Rolle festgelegt zu werden, schildert sie den Spagat zwischen öffentlichem Image und persönlichem Wachstum. Graham berichtet, wie sie gelernt hat, sich von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen, sondern sie als Chance zu begreifen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und ungewohnte Wege zu gehen. Darüber hinaus thematisiert sie ihre Erfahrungen abseits der Schauspielerei, beispielsweise als Autorin und Produzentin, und wie diese Tätigkeiten ihr berufliches Spektrum erweitert haben. Besonders inspirierend sind ihre Einblicke in den Umgang mit dem Älterwerden im Showbusiness und dem gesellschaftlichen Erwartungsdruck an Frauen. Graham betont immer wieder die Bedeutung von Resilienz, Beharrlichkeit und authentischer Selbstpräsentation. Diese unverblümten Darstellungen persönlicher Hürden bieten Leserinnen und Lesern ein realistisches Bild vom Leben eines Stars fernab des Glamours. Schließlich zwischenmenschliche Beziehungen und Freundschaften. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Grahams Buch ist die Bedeutung von Beziehungen im privaten und beruflichen Umfeld. Sie schildert die besondere Dynamik am Set, den Kollegenzusammenhalt und tiefe Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Graham gibt Einblick in die Beziehungen zu ihren TV-Kolleginnen wie Alexis Bledel, Rory und Kelly Bishop, Emily, aber auch zu anderen Menschen aus der Film- und Fernsehindustrie. Sie legt Wert darauf, wie unterstützend und inspirierend es sein kann, Teil eines kreativen Netzwerks zu sein und wie wichtig ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander ist. Graham thematisiert außerdem, wie familiäre Bindungen, Freundschaften und berufliche Partnerschaften sie geprägt und ihr neue Perspektiven eröffnet haben. Sie erkennt die Bedeutung gegenseitiger Unterstützung und spricht offen darüber, wie sie in Krisenzeiten auf ihr Umfeld bauen konnte. Diese Erzählungen unterstreichen, wie zentral zwischenmenschliche Beziehungen für das persönliche Glück und den beruflichen Erfolg sind. Zusammenfassend: Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl von Lauren Graham richtet sich in erster Linie an Fans der Fernsehserie, ist jedoch weit mehr als bloß ein Begleitbuch für Gilmore Girls Enthusiasten. Wer sich für inspirierende Lebensgeschichten mit einer Mischung aus Humor, Wärme und Ehrlichkeit interessiert, wird ebenso auf seine Kosten kommen wie langjährige Bewunderer der Schauspielerin. Das Buch spricht Menschen an, die einen Blick hinter die Kulissen des Showbusiness werfen wollen, aber auch alle, die sich mit Themen wie Freundschaft, Mut, Selbstentdeckung und Durchhaltevermögen beschäftigen. Grahams Memoiren bieten weit mehr als Anekdoten aus Stars Hollow. Sie liefern Impulse zur persönlichen Entwicklung, zeigen, wie wichtig Authentizität und Resilienz sind und vermitteln Lebensfreude, auch wenn es mal schwierig wird. Lauren Graham versteht es, sowohl zu unterhalten, als auch Denkanstöße zu liefern. Ihr lockerer, witziger und dennoch tiefgründiger Ton macht das Buch besonders zugänglich. Im Vergleich zu anderen Memoiren von SchauspielerInnen hebt sich dieses Werk durch seine Mischung aus Understatement, Selbstreflexion und tröstlicher Nähe zur Leserschaft hervor. Wer nach Inspiration für den Alltag sucht, sich für weibliche Vorbilder interessiert oder einfach Freude daran hat, hinter die Kulissen von Kultserien zu blicken, findet in diesem Buch eine lohnenswerte Lektüre. Es motiviert dazu, an sich zu glauben, das Leben mit Humor zu nehmen und die eigenen Träume nie aus den Augen zu verlieren. Deshalb ist Einmal Gilmore Girl
Immer Gilmore Girl, nicht nur für Fans, sondern für alle, die sich Mut und Optimismus wünschen. Eine wunderbare Wahl und ein lesenswertes Buch, das dem Leser noch lange im Gedächtnis bleibt. Wenn Sie unterstützen möchten Lauren Graham, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.